Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wie ist das eigentlich mit dem Antrieb unserer Nähmaschine? Worauf müssen wir achten? Wie schnell oder langsam können wir nähen? Und wenn wir schon einmal dabei sind, was können wir unternehmen, damit unser Nähmaschinenfuß nicht laufend verrutscht? Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Eigentlich ist das mit unserer Nähmaschine ja ganz einfach. Wir drücken auf unser Pedal und sie näht. Aber was passiert eigentlich, wenn wir mit unserer Nähmaschine sehr langsam nähen? Bei den alten Nähmaschinen ist das noch ein bisschen extremer als bei den neuen Nähmaschinen. Wir nähen einmal ganz langsam. Wir nehmen unseren Ton einmal mit an die Nähmaschine und hören einmal, was passiert, wenn wir versuchen, super langsam zu nähen. Dieses schleifende Geräusch, das wir hier hören konnten, das ist der Versuch der Nähmaschine, dieses Rad hier in Gang zu bringen. Wenn wir unsere Maschine so ganz langsam laufen lassen wollen und unser Pedal nicht durchdrücken, sondern nur so ein bisschen antippen, dann ist das für unsere Maschine sehr schwierig, diesen ganzen Mechanismus anzuschieben. Warum? Das schauen wir uns bei einer riemenbetriebenen Maschine einmal an. Wenn wir uns das Ganze nun vom Prinzip bei unserer riemenbetriebenen Maschine anschauen, ich setze mal den Fuß auf, so, dann brauchen wir Kraft, um die Maschine anzutreiben mit dem Riemen. Mit jedem Schlag treiben wir die Maschine neu an. Wir versuchen unserem Schwungrad so viel Tempo zu geben, dass wir die Bewegung nicht mehr starten müssen, sondern das Rad nur noch ganz leicht ohne Kraft und Aufwand in Bewegung halten. Dafür brauchen wir eine sehr fließende Kraftübertragung, eine immer gleichbleibende Energie. Bei unserer motorbetriebenen Maschine ist das etwas komplizierter als bei unserem Schwungrad. Wenn wir unser Schwungrad mit dem Fußpedal genügend antreiben und wir nehmen die Füße weg, läuft unser Schwungrad einfach noch ein bisschen weiter. Wenn wir von unserem Strompedal unseren Fuß wegnehmen, dann hört der Motor auf zu laufen und bremst. Das Fußpedal meiner Pfaff 262 habe ich einfach auf die Schwungplatte in meinem Tisch gestellt. Die Stopper, die ihr hier bei diesem Pedal seht, die verhaken sich in dem Gitter der Antriebsplatte, der Schwungplatte, und dadurch hat mein Pedal einen großen Halt. Wenn wir unser Fußpedal einfach auf dem Boden stehen haben, dann passiert im Allgemeinen Folgendes, irgendwann bei den meisten. Wir wandern mit unserem Pedal über unserem Fußboden hin und her, kreuz und quer, und unser Pedal hat ständig eine neue Position und wir dürfen suchen. Meine Idee dagegen ist ganz simpel. Ich habe mir meine alte Yogamatte geschnappt und habe mir daraus einen Apfel, ein vierblättriges Kleeblatt und sonst noch alle möglichen Formen zugeschnitten, je nachdem für welche Maschinen oder als Geschenk. Und das lege ich einmal unter mein Pedal. Und jetzt kann ich wirklich versuchen zu schieben, wie ich will. Da verrutscht gar nichts mehr. Und ihr braucht wirklich nur eine uralte Yogamatte, keine Isomatte. Dann rutscht alles noch nach wie vor. Eine Yogamatte, da geht das ganz herrlich mit. Die stoppt jede Bewegung. Wenn wir unser Strompedal komplett durchdrücken und wir nehmen unseren Fuß wieder herunter, stoppt unsere Maschine auch sofort. Der Motor, dieser Schwung, wird ausgebremst. Wenn wir nun bei unserer Maschine ganz langsam nähen, dann ist es ähnlich, als würden wir mit unserer Riemenmaschine ganz langsam nähen. Unser Schwungrad kommt nicht in einen Fluss und jede einzelne Bewegung braucht extra viel Energie.
Wenn wir ganz schnell nähen und sofort aufhören, passiert das Gleiche. Wir treiben unsere Riemen dann zwar schnell an, aber wir bremsen sie dadurch, dass wir die Stromzufuhr unterbrechen, wieder ab. Was passiert, wenn wir das lange unterm Stück machen und genauso weiternähen, sehen wir an diesem Pedal. Ihr seht hier diese beiden unterschiedlichen Lichtreflexe. Und das Ganze sieht aus, als haben wir Fingerabdrücke in unserer Kunststoffplatte. Und ja, es sind Fingerabdrücke, und zwar meine. So, meine Finger passen ganz genau hier hinein. Und das ist nicht einfach nur so ein Abdruck, sondern es ist eine Verformung. Hier konnte ich den Kunststoff ganz einfach eindrücken, weil mein Pedal heiß geworden war durch dieses lange, langsame Nähen und schnell und stoppen und schnell und stoppen. Unsere Spule in unserem Fußpedal überhitzt. Hier ist die Spule in unserem Fußpedal, hier ist die Abdeckplatte, und wenn ich das Ganze nun einmal genau zusammenlege, dann sind meine Fingerdellen genau über diese beiden Verschraubungen gesetzt. Wir haben unser Fußpedal, wir haben zwei Metallstreifen. Wenn wir unser Fußpedal durchdrücken, schieben wir die beiden Metallstreifen zusammen und wir geben den Strom frei. Und ihr seht hier schon, wir können eigentlich gar nicht so ein bisschen Strom freigeben. Wir geben den Strom frei oder wir lassen das. Und dieses bisschen Strom freigeben ist immer so ein zappeliges fast berühren. So ein gerade etwas berühren. Das heißt, wir geben Strom frei, wir unterbrechen. Wir geben Strom frei, wir unterbrechen. Und das sorgt für die Überhitzung in unserem Fußpedal. Das heißt, wir können bei unseren Nähmaschinen nicht mal langsam nähen oder mal schnell nähen. Wir können das natürlich über einen kurzen Zeitraum, doch wenn wir das länger machen, dann überhitzen wir unser Pedal. Das kann so weit gehen, dass sogar unser Kunststoff weich wird, dass es Kurzschlüsse gibt und dass wir wirklich Ärger mit unserer Nähmaschine bekommen, denn die wird irgendwann streiken. Das würde heißen, unsere Maschine möchte am liebsten schnell nähen. Was machen wir denn nun, wenn uns das Nähtempo an unserer eigenen Nähmaschine zu hoch ist und wir eigentlich viel lieber etwas langsamer nähen würden, damit wir ein bisschen mehr Kontrolle haben? Bei unseren alten Maschinen können wir das Ganze häufig am Motor einstellen. Wenn wir unsere Maschine einmal zurückklappen und uns unseren Motor anschauen, dann haben wir unter unserem Motor eine Schraube und um unsere Schraube herum ein kleines Schild. Unser Schild hat ein Minus- und ein Pluszeichen. Und wir haben eine Einteilung mit einem kleinen Strich, einem größeren Strich und einem dicken Balken. Manche haben auch 1, 2, 3, ganz unterschiedliche Ideen. An dieser Stelle können wir unsere Maschine drosseln, sodass wir ein langsameres Nähtempo bekommen, wenn wir das mögen. Dazu nehmen wir einen Schraubendreher und wir können das Tempo unserer Maschine ändern. Drosseln Richtung Minus oder steigern Richtung Plus. Da ich mit meiner Maschine sehr gerne patche und quilte, habe ich hier ein langsames Tempo eingestellt. Damit komme ich besser zurecht. Nachdem ich diese Informationen bekommen hatte, habe ich nie wieder Ärger mit meiner schönen alten Pfaff gehabt. Ich hoffe, für euch sind diese Informationen ebenso hilfreich und euch macht das Nähen und Quilten mit dieser alten Maschine nun ein bisschen mehr Freude als vorher. Und ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!